Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. Ich drehe das Video am Donnerstagabend, den 10.11.2022. Ich komme nämlich jetzt gerade frisch von der Michael Jackson Thriller 40 Immersive Experience in Düsseldorf, Deutschland. Und da gab es einfach so viel zu sehen, was ich euch gerne erzählen möchte. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht, die ihr gleich sehen werdet. Und ich habe aber auch ein paar Sachen da gratis bekommen und auch noch ein paar Merchandise-Sachen da im Shop gekauft. Und wenn ihr das sehen wollt, dann seid ihr hier genau richtig, denn das zeige ich euch gleich alles. Was ist denn ein Immersive Experience Event? Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht genau, was jetzt dieser Begriff bedeuten soll. Es wurde auf jeden Fall letzte Woche angekündigt von Sony Music Deutschland. Das ist ein exklusives Event, was in Düsseldorf stattfand. Und da konnte man sich kostenlos für anmelden und ja, dann dahin fahren und hat dann da einen Zeitslot von einer halben Stunde bekommen, um sich das alles anzugucken. Das ist ja nun wirklich nicht viel Zeit, aber Düsseldorf ist bei mir in der Nähe und deswegen bin ich da hingefahren. Es war sehr cool. Ich habe da Matthias getroffen, den ihr mit Sicherheit aus dem Podcast kennt, und bin dann mit ihm und meinem Freund zusammen da durchgelaufen. Es war auf jeden Fall total cool. Als ich da ankam, da sah ich schon direkt, ja, das hier ist das mit Michael Jackson. Das war auf der Königsallee in Düsseldorf. Wer das nicht kennt, das ist so eine ganz bekannte Einkaufsstraße in Düsseldorf. Da sind auch so ganz viele Luxusläden. Ist auch wirklich sehr, sehr schön da. Und da mitten zwischen Gucci und Prada hatte dann offenbar Sony Music so eine Location gemietet. Und das war auch schon von außen direkt sehr Michael-mäßig gebrandet. Also das Schaufenster war komplett überklebt mit diesem Michael Jackson-Bild und Schriftzug, was ihr gerade sehen könnt. Und dann ging man aber nicht da rein, sondern an der Seite. Da musste man durch so einen Gang, wo noch so Bilder von Michael an der Wand hingen, und dann so eine Treppe hoch. Und dann waren da verschiedene Zimmer eingerichtet, und zwar im Stil von dem Billie Jean Kurzfilm und von dem Beat It Kurzfilm. Begrüßt wurden wir allerdings erstmal von ein paar sehr netten jungen Frauen, die uns einen Flyer gegeben haben. Das zeige ich euch mal kurz. Das sieht dann so aus. Ist also, ja, Informationen drauf. Sie befinden sich hier beim Michael Jackson Thriller 40 Event. Und auf der Rückseite ist dann sozusagen der Grundriss von der ganzen Sache zu sehen. Also man kam da irgendwo die Treppe hoch, dann wurde man hier begrüßt mit so allen möglichen Bildschirmen, die jetzt alle nicht sehr groß waren, wo aber Ausschnitte von Michaels Kurzfilm gezeigt wurden. Und dann konnte man in einen Raum gehen, der wie Billie Jean eingerichtet war, und dann noch in einen Raum, der wie Beat It eingerichtet war. Zu Thriller auf der unteren Etage kommen wir dann gleich noch. Und es gab einen Gift-Shop. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Naja, jedenfalls war dann in diesem Billie Jean-Raum so eine Ecke eingerichtet, wo man so Fotos machen konnte. Also man konnte sich vor so eine Kamera stellen und dann wurde so der Hintergrund weggemacht und man hat so ein Foto ausgedruckt bekommen, auch dann noch mit so einem Thriller 40 Logo drauf. Das war ganz witzig, aber es war ganz generell auch schön eingerichtet, wie gesagt, an den Billie Jean Shortfilm angelehnt. Ein Zimmer weiter waren dann zwei Räume. Erstmal war da so eine Art Regen, der von der Decke kam, und dadurch wurde dann irgend so ein Video projiziert, was mit Billard zu tun hatte. Das war jetzt nicht Michael-mäßig, aber wegen des Billardtisches in Beat It, nehme ich mal an. Auf jeden Fall ganz witzig. Dann war da so eine Bar, wo man Getränke umsonst bekam. Das war so Dr. Pepper. Ich habe auch eine dieser Dosen noch hier. Ihr seht, die sind nicht von Michael gebrandet oder so. Das ist einfach von Dr. Pepper so eine Halloween-Edition. Und weil Halloween ja gerade vorbei ist, mussten die das wahrscheinlich aus dem Lager kriegen und haben das dann Sony Music kostenlos zur Verfügung gestellt. So nehme ich es mal an. War auf jeden Fall kostenlos, ganz schön. Und dann gab es noch einen Raum, wo so eine Jukebox stand, ein Billardtisch und so Arcade-Games. Das war jetzt auch nicht so wirklich Beat It-mäßig, aber war trotzdem ganz schön, konnte man mal durchgehen. Dann musste man diese gleiche Treppe wieder runtergehen und ein bisschen warten, bis man dann zur sogenannten Show eingelassen wurde.
Das war dann erstmal ein Raum, der wie dieses Kino in Thriller, im Thriller-Video eingerichtet war. War auch ganz schön. Da hat man dann noch kostenlos Popcorn bekommen. Habe ich auch hier, weil ich zu dem Zeitpunkt viel zu aufgeregt war, um das zu essen. Ich glaube, das esse ich dann heute Abend noch vom Fernseher oder so. Das hat man dann in die Hand gedrückt bekommen und wurde dann in diesen Raum reingeführt. Da standen so ein paar Kinosessel. Wir waren ganz früh da und haben dann noch einen Platz bekommen. Die meisten mussten leider stehen. In diesem Raum war das eben so eingerichtet wie im Thriller-Video. Also da war so eine Friedhofskulisse aufgebaut und alles war in so einem rötlichen Licht gehalten. Es war jetzt nicht wirklich gruselig, weil auch einfach so viele Leute dann da drin waren. Aber es war ganz witzig. Und dann musste man ein bisschen warten. Und dann kamen so ein paar Leute, die dann als Zombies verkleidet waren. Und die haben dann eine 2-minütige Tanzshow aufgeführt. Das waren jetzt keine Profi-TänzerInnen, aber die haben es ganz schön gemacht. Und das war irgendwie noch so ein netter Gag. Was es auch noch zu sehen gab, war so eine VR-Geschichte. Das habe ich jetzt allerdings nicht gemacht, weil es gab da nur eine VR-Brille für alle Leute, die da waren. Und das war jetzt für mich jetzt nicht nötig, da zu warten, bis man da mal drankommt. Und das war jetzt, glaube ich, auch kein exklusiver Michael-Footage, sondern man hat das auf so einem Bildschirm, glaube ich, gesehen, was die Leute gerade gesehen haben. Und das war mehr so ein Gang durch so eine gruselige Nachtwelt oder so. Nun aber nochmal zu den Sachen, die ich da bekommen habe. Ich habe euch ja schon diesen Flyer gezeigt, den man am Eingang in der oberen Etage bekommen hat. Was man da außerdem noch bekommen hat, ist dieses rote Souvenir-Ticket. Damit sollte man dann unten in diese Thriller-Tanzshow reinkommen. Als ich das Ticket vorgezeigt habe, hat er gesagt, nee, gehen Sie einfach rein. Und drin wollte er dann aber das Ticket sehen und abreißen. Und ich wollte natürlich nicht, dass mein Ticket abgerissen wird. Deswegen habe ich dann gesagt, das ist in meiner Tasche. Und ich weiß gerade nicht, also ich müsste das erstmal rauskramen, ob er mir auch glauben würde, dass ich das sehen darf. Und dann hat er mich einfach reingelassen. Und ich habe das Ticket also noch mit diesem Abriss. Hier ist das von meinem Freund. Der hat das nicht gemacht und das ist mit Abriss. Was man oben noch bekommen hat, sind Postkarten. Also die hat man nicht direkt in die Hand gedrückt bekommen. Diese Flyer lagen da auf so einem Stapel und dann waren da noch diese Postkarten, die daneben lagen. Und ich war einfach so frech zu fragen, ob man die irgendwie mitnehmen darf. Und die meinen, ja, nehmen Sie das mit. Und da gab es 3 verschiedene. Einmal die hier mit diesem Thriller-Bild und noch diese hier und diese hier. Die sind ganz schön, aber haben jetzt irgendwie auf der Rückseite auch jetzt nichts mehr bedruckt. Also auch nicht irgendwie Credits von Triumph International oder so. Also mit dem Ticket und mit den 3 Postkarten war ich eigentlich schon ganz zufrieden. Und erst dann habe ich das Schild gesehen, dass es auch einen Gift-Shop gibt, also einen Geschenke-Shop. Da bin ich natürlich sofort rein und habe da ein paar Sachen gekauft. Also die hatten da natürlich wie bei jedem solchen Event Schallplatten und CDs zu ziemlich teuren Preisen. Habe ich alles hier stehen, muss ich da jetzt nicht kaufen, kriegt man im Internet auch alles günstiger. Aber eben auch ein paar Sachen, die man halt nicht sonst auch kriegt. Es waren also noch ein paar mit Thriller gebrandete Merchandise-Sachen dabei. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es die nicht irgendwie auch im offiziellen Online-Shop gibt. Es waren aber auf jeden Fall auch Sachen dabei, die definitiv auch mit Thriller 40 gebrandet waren. Und es waren sogar Sachen dabei, die mit dem individuellen Event gebrandet waren. Also wo auch wirklich stand Michael Jackson's Thriller November Deutschland. Und das sind die Sachen, die ich dann gekauft habe. Es gab erstmal 2 Poster. Die sind noch so zusammengerollt. Genau. Die sind sehr schön, sehr schöne Qualität, auf sehr dickem Papier auch. Einmal dieses hier. Das hat mit Thriller 40 noch nicht so wirklich was zu tun. Also es hat ein Bild aus der Thriller-Ära, auch Thriller-Single-Coverbild. Aber erstmal noch nichts mit Thriller 40. Aber dieses andere Poster, das schon. Das ist nämlich mit diesem Logo hier oben links. Das ist auch sehr schön dickes Papier, also genau wie das andere auch. Und es hat so ein schönes Glitzer, so einen schönen Glitzereffekt oben in diesem Logo. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich das mitgenommen. Die Poster kosteten 10 Euro pro Stück. Also fand ich jetzt nicht billig, aber in Ordnung. Dann gab es noch eine Jute-Tasche zu kaufen. Die fand ich sehr schön. Die kostete auch 10 Euro. Auch relativ teuer, aber alles was ich noch bereit bin, bei so einem Event zu bezahlen. Also mit dem Thriller 40 Logo, dieser 40, wo Michael Jackson's Thriller drin steht. Und unten, das ist das, was ich meinte,
steht Germany. Also hat auch tatsächlich einen Bezug zu diesem Event und wird es dann außerhalb dieses Events wohl auch nicht zu kaufen geben. Ne? Warum sollte es das dann im offiziellen Merchandise-Shop geben? Und dann hatten die verschiedene Hoodies und T-Shirts und ja, ich habe schon irgendwie mit so einem Hoodie geliebäugelt. Die waren auch günstiger als die im Shop. Also die kosteten alle, glaube ich, so 50 Euro. Die hatten auch noch so eine Thriller-mäßige College-Jacke, die so ein bisschen geschimmert hat für 60 Euro. Habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Dann habe ich aber gesehen, dass eine der Mitarbeiter ein T-Shirt anhatte, was wirklich sehr, sehr schön war. Es hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich, wie gerade auch schon, ganz frech einfach gefragt, ob man das nicht bekommen könnte. Dann hat er erst gesagt, nee, das ist irgendwie nur für die Mitarbeiter. Ich weiß nicht, er hat irgendwie gesagt, nee, kann man nicht kaufen. Und dann hat der andere aber gesagt, so, ja, wenn du ganz lieb fragst, dann verkaufe ich dir so eins vielleicht. Dann habe ich ganz lieb gefragt und dann musste der in einen anderen Raum gehen, um dieses T-Shirt hier zu kaufen, zu holen. Hier vorne sieht man auch nochmal dieses Michael Jackson Thriller 40, was ich allein schon schön finde. Aber die Rückseite, die fand ich richtig schön. Die ist nämlich auch nochmal so in so Glitzer und ich mag Glitzer auch total gerne. Und hier ist auch wieder dieser Bezug zu dem Event, nicht in Germany, aber sogar noch November 2022. Und das ist eigentlich genau das, was ich mir erhofft hatte von diesem Gift-Shop, dass es hier sowas gibt. Und das T-Shirt fand ich erstaunlich günstig. Das hat dann nur 30 Euro gekostet. Habe ich dann natürlich sofort mitgenommen. Und hier oben im Kragen habe ich dann gesehen, anders als bei den anderen Sachen, wo ich das ja gerade schon so ein bisschen bei der Postkarte moniert habe, hier sind auch nochmal Credits tatsächlich von Triumph International. Das heißt, das hier ist ein offizielles Merchandise-Produkt, was von Triumph Michaels Merchandise-Firma herausgegeben wurde. Ja, vielen Dank, dass ihr mein Video gesehen habt. Ich hatte auf jeden Fall sehr großen Spaß an dieser Immersive Experience. Ich hatte halt auch eine kurze Anreise. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt 5 Stunden im Auto für gesessen hätte. Aber meine kürzere Anreise hat dann doch dazu geführt, dass sich das sehr gelohnt hat. Natürlich hat sich noch mehr gelohnt, dass ich Matthias getroffen habe. Das war natürlich auch cool, dann da noch mit einem anderen Fan durchgehen zu können und haben uns Geschichten erzählt. Das war auch sehr, sehr schön. Für mich war es wirklich ein sehr schöner Nachmittag und natürlich besonders toll auch nochmal, dass ich hier so kostenlose Andenken bekommen habe. Aber auch die Merch-Sachen, die ich dann bezahlt habe, sind auf jeden Fall sehr, sehr cool und da freue ich mich sehr drüber. Gebt meinem Video doch gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und schreibt mir einen Kommentar drunter, zum Beispiel, ob ihr auch da wart oder was ihr da in dem Merchandise Store gekauft habt. Abonniert gerne meinen Kanal, darüber freue ich mich sehr und besucht gerne auch meinen Instagram-Account. Und bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch eine schöne Zeit und ich sage bis dann.